Bruno Gröning. Was für ein Mensch war Bruno Gröning? Und was ist die Lehre Bruno Grönings? Ihn in wenigen Sätzen zu beschreiben, ist genauso unmöglich, wie sein Wirken zu erklären. Deshalb wollen wir zwischen unseren eigenen Erlebnisberichten einige Eindrücke aus Bruno Grönings Leben wiedergeben. Danzig. Hier wurde Bruno Gröning geboren. Die Frage, woher er seine Fähigkeiten und sein Wissen überhaupt hatte, beantwortete er mit der Erzählung eines Erlebnisses aus seiner Kindheit. Als kleiner Junge war er allein in den Wald weggelaufen. Dort wollte er sich bei Gott über die Kälte und Härte der Menschen beklagen und bat darum, dass Gott ihn wieder in den Himmel nimmt. Er bekam Antwort und damit auch seine Lebensaufgabe. Die Lebensaufgabe, gegen das Schlechte zu kämpfen und es durch das Gute zu überwinden. Seitdem mied er die Menschen nicht mehr, sondern ging hin und sagte, dass es Gott gibt, dass er ganz lieb ist und dass er helfen will. Alle Menschen, gleich welcher Religion, Nation und Hautfarbe, sind es wert, dass ihnen geholfen wird. Bruno Gröning sprach davon, dass Gott das Leben und die Natur selbst ist und dass man ihn in allem finden und erleben kann. Liebe das Leben, Gott. Gott ist überall. Die Pflanzen und Tiere nannte er seine kleineren Brüder und Schwestern und oft gesundeten Tiere durch seine bloße Zuwendung. Den menschlichen Körper sah er als großes Geschenk Gottes, auf das man ein Leben lang in Liebe zu achten hat. Ihm war als einfachen Menschen alles Gekünstelte fremd. Und so war auch sein Selbstverständnis. Ich bin nichts weiter als ein natürlich gebliebener Mensch. Andere Titel und Rollen waren nicht in seinem Sinne. Wer das hohe Glück hatte, durch mich seine Gesundheit wiederbekommen zu haben, der danke Gott aus tiefem Herzen. Ich bin nur sein Werkzeug und Diener. (1949) Herford, Wilhelmsplatz Nummer 7. Die Heilung, die hier an einem 9-jährigen Jungen geschah, gelangte durch die Presse an die Öffentlichkeit. Und seitdem lagerten Menschen um das Haus und wollten Bruno Gröning sprechen. Viele, von Ärzten aufgegeben, sahen in einer Begegnung mit dem unbekannten Wunderheiler ihre letzte Chance. Der Platz füllte sich mit Kriegsversehrten und Behinderten auf Krücken, Rollstühlen, Pritschen und Fahrzeugen, auf denen die Menschen zum Teil auf Stroh gelagert waren. Und dann ereigneten sich die Bilder, die später die Schlagzeilen der Zeitungen füllten. Bruno Gröning wendete sich den Leidenden zu, sprach mit ihnen, und vor den Augen vieler Schaulustiger, Skeptiker und Journalisten fanden Menschen ihr Augenlicht wieder, standen von den Rollstühlen auf. Bruno Gröning nahm die Krücken und schlug sie übers Knie entzwei. Damals schrieb die Zeitung, sein Wort band die Krankheit. Und dieses Wort, seine Ansprachen, Vorträge und Lebensweisheiten wurden gesammelt und später zur Lehre Bruno Grönings zusammengefasst. Manche Augenzeugen vergaßen es ihr Leben lang nicht, wenn er vom Balkon sagte: Geben Sie mir Ihre Krankheit und Ihre Sorgen. Sie werden alleine nicht fertig damit. Ich trage sie für Sie. Dabei erklärte er dann: Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der eine und andere noch leichte Schmerzen verspürt. Das sind die Regelungsschmerzen, die sehr bald verschwunden sind, wenn Sie weiter fest an die Heilung glauben. Es gibt kein Unheilbar. Gott ist der größte Arzt.
Damit hatte er im Grunde alles gesagt. Denn der Glaube verbindet den Menschen wieder mit Gott, so dass die Lebenskraft den Menschen wieder durchströmt und heilt. Schwer vorzustellen, dass es Menschen gab, die so etwas störte, die in Bruno Gröning trotz aller öffentlichen Beweise seiner Gutwilligkeit eine Gefahr sahen, für was auch immer. Das Ordnungsamt kündigte Bedenken an. Plötzlich fing man an, ihn zu bekämpfen und die Tatsachen in der Presse zu verdrehen. Die Berichterstattungen schlugen ins Negative um. Durfte er überhaupt heilen? Konnte er als Unstudierter überhaupt sagen: Ich gebe Ihnen zu wissen. Durfte ein Mann wie er neben Kirche und exakter Wissenschaft existieren? Die Behörden wurden nervös. Dass sich in dieser Zeit allein 80.000 hilfesuchende Menschen schriftlich an Bruno Gröning gewendet hatten, die sonst nirgendwo mehr Hilfe zu erwarten hatten, interessierte die Amtsinhaber nicht. Scheinbar gab es da noch Menschen, die einen ganz anderen Auftrag hatten als er. Die Kampagne war deutlich. Bruno Gröning sollte verschwinden. Ein Trost blieb den Hilfesuchenden, und das war die Tatsache, dass einige allein durch die stille Bitte und einen gedanklichen Hilferuf an Bruno Gröning Heilung erlangt hatten. Seine körperliche Anwesenheit war offensichtlich überhaupt nicht notwendig. Nachdem sich das Heilverbot und die negative Berichterstattung verschärft hatten, kam die Zeitschrift Revue auf den Gedanken, eine wissenschaftliche Untersuchung der Gröningschen Heilmethode zu finanzieren. Bruno Gröning sollte vor den Augen einer wissenschaftlichen Prüfungskommission versuchen, Menschen zu heilen. Die hierzu ausgesuchten Ärzte, Psychologen und Physiker sicherten Bruno Gröning für den Fall von nachvollziehbaren Heilungen ein positives Gutachten zu und wollten ihm den Weg freimachen. Bruno Gröning wollte sich nie zur Schau stellen oder auf Befehl helfen, um Zweifler an der Gnade herumexperimentieren zu lassen. Aber hier willigte er zu, um dadurch vielleicht zu denen gelangen zu können, die seine Hilfe dringend brauchten. Vom 27.07. bis zum 7.08.1949 fanden dann in der Heidelberger Universitätsklinik an 12 ausgesuchten Patienten die Untersuchungen statt, bei denen eindeutige Erfolge verzeichnet wurden. Auch hier bestätigte sich wieder, dass Bruno Grönings Zuwendung zu erstaunlichen, unerklärlichen Heilungen führte. Doch das versprochene positive Gutachten wurde ihm trotzdem nicht ausgehändigt, ebenso wenig, wie man ihm den Weg freigemacht hat. Enttäuscht folgte er dann einer Einladung nach Bayern, zum Traberhof bei Rosenheim, um dort ein paar Tage in Ruhe die Situation zu überdenken. Bruno Grönings Aufenthalt in Rosenheim sprach sich herum, und innerhalb weniger Tage strömten Tausende hilfesuchender Menschen auf den Traberhof. All die irgendwo in abgedunkelten Zimmern dahin vegetierten, brachte man hier auf die Pferdekoppeln, ans Licht der Öffentlichkeit. Man schlief in Zelten und Bussen und wartete auf Bruno Gröning, der noch einmal in Norddeutschland zur Hilfe gerufen worden war. Dann begann, während er noch auf dem Weg war, das Große bereits zu geschehen. Manche berichteten von einem intensiven Wärmegefühl und verstärkten Schmerzen, von einem Kribbeln in gelähmten Körperteilen und dann erste Heilungen. Die Zahl der Wartenden stieg auf 30.000 Menschen. Bruno Gröning kam und ging nach Ankunft auf den Balkon, fühlte sich erst schweigend in das Schicksal seiner Mitmenschen hinein und sagte dann: Der Mensch ging vor Jahrhunderten den Weg ab von der Natur, von dem Glauben an unseren Herrgott. Jeder glaubte, sich allein behaupten zu können. Jetzt sind wir auf dieser Erde. Jetzt richten wir uns ein,
wie wir das wollen, und wir werden uns schon zu helfen wissen, glaubte jeder. Aber ich gebe Ihnen zu wissen, dass niemandem geholfen werden kann ohne unseren Herrgott. Und wer glaubt, sich der Natur, die der Herrgott so schön für uns geschaffen hat, entziehen zu können, der soll gehen, wohin er will. Man hat geglaubt, einer könnte sich vom anderen unterscheiden, indem er der Natur den Rücken zukehrt und die Stufen der Kultur besteigt. Da liegt der Fehler, da liegt alles. Das ist es, was dem Menschen fehlt. Die Natur. Zurück zur Natur. Zurück zu unserem Herrgott. Zurück zum Glauben an das Gute im Menschen. Sie sollen Menschen zu Menschen sein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht gehässig sein, nicht falsch, niemandem etwas Schlechtes antun. Sie sollen alle gut sein, gut untereinander. Sie sollen wissen, dass sie zusammengehören, ob arm oder reich. Nie neidisch sein. Das Beste und Größte, was Reichtum ist ja nicht das Geld, wie sie dachten. Reichtum ist Gesundheit. Gesundheit ist alles, mehr als Geld. Also, jetzt öffnen Sie Ihr Herz und schütten Sie wirklich alles aus. Fort mit all den Sorgen und Nöten. Sie werden damit nicht fertig. Ich trage sie für Sie. Mein Rücken ist breit. Bruno Grönings Hals, der auf manchen Bildern sehr groß wirkt, war ebenfalls Thema in den damaligen Artikeln der Presse. Hierzu sagte er selbst: Ich habe keinen Kopf, sondern eine Drüse. Und wenn ich zu vielen Menschen sprechen kann, dann ist sie sehr groß. Und ich fühle mich sehr wohl. Wenn ich vor weniger Menschen spreche, dann ist sie kleiner und dann fühle ich mich noch wohl. Wenn ich nur vor ganz wenig Menschen sprechen darf, dann wird sie sehr eng. Und dann fühle ich mich überhaupt nicht mehr wohl. Und wenn man mir das Wirken verbieten wird, dann verbrenne ich innerlich. Damals wusste noch niemand, dass die ganze Kraft, die auf den Plätzen tausende Menschen heilte, durch Bruno Grönings Körper floss. Auch was er erlebte, wenn er sagte: Geben Sie mir die Belastung, liegt jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Nachdem Bruno Gröning das Heilen gesetzlich untersagt wurde, hatten sich Ortsgemeinschaften von Geheilten und neuen Hilfesuchenden gebildet, die sich in einem Verein zusammenschlossen. Sie luden Bruno Gröning als Sprecher ein, um einen rechtlichen Weg zu finden, ihn treffen zu dürfen. So reiste er nun seine Freunde ab und half auf diese Weise in kleinen Rahmen, in geschlossenen Veranstaltungen weiter. Seine Vorträge nannte er Gemeinschaftsstunden. Hier eröffnete er den Freunden, zwischen welchen Kräften und Gesetzmäßigkeiten der Mensch in Wirklichkeit lebt und wie er sich zu verhalten hat, um den Lebenskampf erfolgreich bestehen zu können. Oft antwortete er auf Gedanken, die jemand gerade hatte. Seine Belehrungen waren deutlich, da gab es kein Hin und Her. Denken Sie jetzt nicht ans Kartoffelschälen und was Sie heute Abend kochen werden, sondern konzentrieren Sie sich jetzt auf Ihren Körper und was Sie spüren. Eines Tages begegnete Bruno Gröning Josette Defusé und bald darauf wurde sie seine Frau, mit der er dann in Blochingen die Doppelhaushälfte im Dornendreher 117 bezog, wohin trotz des Heilverbots ständig Hilfesuchende angereist kamen oder anriefen.
Dann wurde der große Prozess gegen ihn aufgerollt. Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz. Fahrlässige Tötung durch Verbot des Arztbesuches. Lautete die Anklage. Man wollte ihn endgültig beseitigen. Seine Gegner hatten sich zusammengeschlossen und bekämpften ihn mit Verleumdungen und falschen Zeugenaussagen. Damit begann für Bruno Gröning das schwerste Kapitel in seinem Leben. Bruno Gröning auf der Anklagebank. Zu diesem Prozess, der sich über viele Jahre erstreckte, gäbe es viel zu sagen. An dieser Stelle nur so viel. Bruno Gröning bedauerte es, dass er seinen Anwälten alles fertig auf den Tisch legen musste, da sie das Ausmaß dieses Kampfes gar nicht begriffen hatten. Hier ging es nicht um weltliche Gesetze, sondern um die Beseitigung eines Menschen, der in seinen Vorträgen zur großen Umkehr aufgerufen hatte, der den Menschen verdeutlichte, was hier auf dieser Erde eigentlich gespielt wird und wie der Ausweg für alle Menschen aussehen könnte, wenn sie zur Erkenntnis der göttlichen Gesetze gelangen würden. Ehemalige Geschäftemacher, die Bruno Gröning selbst wegen Unterschlagung von Spendengeldern angezeigt hatte, traten plötzlich als Ankläger auf. Die unglaubwürdigsten von ihnen wurden noch nicht einmal vereidigt. Die Entlastungszeugen, die Bruno Gröning gerne einbezogen hätte, wurden hingegen erst gar nicht zugelassen. Mancher Freund Bruno Grönings, der im Gerichtssaal den Verhandlungen beiwohnte, wäre wahrscheinlich gerne dazwischen gefahren, als Bruno Gröning sich wehrlos den beschämenden Wortgefechten und sinnverdrehenden Auslegungen von Richter und Staatsanwalt aussetzte. Doch er behielt die Ruhe. Sicher erinnerte er sich manchmal daran, wer ihn im Wald damals auf diesen Weg geschickt hatte. Dieser Prozess und das Heil- und Sprechverbot zog sich dann bis an sein Lebensende. Er besprach noch einige Tonbänder und zeichnete die Gemeinschaftsstunden auf, bis er dann unerwartet im Alter von 52 Jahren am 26.01.1959 verstarb. Über diesen Tag sagte er einmal: Die schönste Stunde in meinem Leben wird sein, wenn ich werde heimgehen dürfen zu meinem Vater in die Herrlichkeit Gottes.